Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute kochen wir mal wieder vegetarisch und zwar gibt es ein leckeres Gemüsecurry. Ich bin ja ein absoluter Curry-Fan und dieses Curry hat es mir wirklich angetan. Currys schmecken auch wirklich sehr gut ohne Fleisch, von daher zeige ich euch heute dieses leckere vegetarische Rezept. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: ein Brokkoli, 3 rote Paprikaschoten, eine halbe Gemüsezwiebel, eine Knoblauchzehe, Nudeln nach Wahl, ein Becher Schlagsahne, 300 ml Gemüsebrühe. Die gesamte Zutatenliste sowie auch das Rezept findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Als erstes schneiden wir unseren Brokkoli. Da schneide ich einfach erstmal nur die Röschen herunter. Das geht am besten, wenn man sie unten am Stielansatz erst einmal abschneidet. Wenn sie dann später zu groß sind, kann man sie immer noch zerteilen. Den Brokkoli, den verwenden wir im Gesamten. Den Stiel in diesem Fall einfach in Scheiben schneiden und dann wie bei einer Zwiebel längs einschneiden und dann im Würfelchen herunterschneiden. Der ist nämlich richtig lecker, den solltet ihr auf keinen Fall wegschmeißen. Da die Röschen jetzt doch noch etwas groß sind, schneiden wir sie einfach noch ein bisschen kleiner. So garen sie dann später viel besser im Curry. Die Paprikaschoten, die habe ich halbiert, entkernt und gut gewaschen. Und jetzt schneide ich sie einfach in dünne Streifen herunter. Für das Curry können wir die Zwiebeln etwas gröber schneiden, deshalb schneide ich sie einfach nur in Streifen herunter. Wer so grobe Zwiebeln jetzt allerdings nicht mag, der kann sie natürlich auch in Würfelchen schneiden. Die in Streifen geschnittenen Zwiebeln dann schön mit den Händen vereinzeln. Das geht am besten, indem man sie mit den Händen ein bisschen gegeneinander reibt. Die Knoblauchzehe, die würfeln wir ganz fein. Das geht am besten, indem ihr sie zuerst in Scheiben schneidet, später dann in Streifen und die Streifen, die könnt ihr dann ganz bequem zu Würfeln herunterschneiden. Über die Würfelchen könnt ihr dann noch wunderbar mit dem Messer so drüber hacken, so werden die Würfelchen noch etwas feiner. Die Knoblauchwürfel, die geben wir dann zu den in Streifen geschnittenen Zwiebeln in eine Schüssel. Jetzt geben wir etwas Öl in eine Pfanne und erhitzen es auf mittlerer Stufe. Ich nutze hier ein Olivenöl, ihr könntet aber auch ein Raps- oder Sonnenblumenöl verwenden. Während das Öl schon mal langsam in der Pfanne erhitzt, machen wir unsere Gewürzmischung. Dazu geben wir 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Curry, ein Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Teelöffel Korianderpulver, ca. 2 Teelöffel Kurkuma, ein Teelöffel Ingwer, und etwas Pfeffer nach Geschmack. So, das ist unsere Gewürzmischung. Die verrühren wir jetzt erst einmal gut mit einem Löffel. In das erhitzte Öl geben wir jetzt erstmal unsere Zwiebel-Knoblauch-Mischung. Das Ganze lassen wir jetzt erst einmal 5 Minuten vor sich hin braten, bis die Zwiebeln schön ein bisschen glasig geworden sind. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, geben wir unsere Currypaste dazu. Ich nehme hier die grüne, die ist sehr scharf. Wenn ihr es lieber milder mögt, nehmt ihr lieber gelbe oder rote Currypaste. Ich gebe 1 Esslöffel Currypaste an die Zwiebeln. Danach geben wir sofort unsere angerührte Gewürzmischung dazu und rühren alles schon mal richtig gut durch.
Ganze lassen wir jetzt mindestens 3 bis 4 Minuten zusammen braten, damit die Gewürze und die Currypaste schön miteinander angeröstet werden. Das gibt dem Curry später einen intensiven Geschmack. Wenn es soweit ist, dann geben wir unsere Paprikaschoten dazu. Das Ganze richtig gut durchrühren, damit sich die Gewürze auch überall gut verteilen können. Und nun kommt auch unser Brokkoli mit in die Pfanne. Den Brokkoli jetzt erst einmal schön in der Pfanne verteilen. Das Ganze jetzt erst einmal so circa für 7 Minuten schön braten lassen und zwischendurch immer mal wieder gut durchrühren. Wenn das Gemüse jetzt wie hier schön Farbe bekommen hat, können wir es mit der Gemüsebrühe ablöschen. Dann geben wir direkt den Becher Sahne dazu und rühren das Ganze erst einmal richtig gut durch, damit sich die Flüssigkeit besser in der Pfanne verteilen kann. Jetzt decken wir das Ganze mit einem Deckel ab und lassen es für 15 Minuten erst einmal gar kochen. Nachdem das Curry jetzt 15 Minuten vor sich hingekocht hat, binde ich es mit etwas Speisestärke ab. Ihr könntet auch rein theoretisch gut Soßenbinder nehmen, aber ich mache es gerne mit Speisestärke, da man davon nicht so viel benötigt. Die Speisestärke, die rührt ihr einfach mit ein bisschen kalter Flüssigkeit an. Ich habe es in meinem Fall mit kaltem Wasser gemacht und gebt sie dann nach und nach zum Essen dazu, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Wichtig ist hierbei nur, dass die Flüssigkeit die ganze Zeit kochen sollte. Wenn das Curry die gewünschte Konsistenz erreicht hat, dann wird es erst einmal Zeit abzuschmecken und zu probieren, ob der Brokkoli auch schön gar geworden ist. Bei Bedarf könnt ihr jetzt natürlich noch nachwürzen. Mir fehlt noch so ein bisschen die Salznote und Würzigkeit, deshalb entscheide ich mich, Sojasauce an mein Curry zu geben. So kann ich auf weiteres Salz im Curry verzichten und habe eine sehr schöne Würze da drin. Nach dem Abschmecken und Binden das Curry nochmal so für ca. 2 Minuten richtig schön vor sich hin köcheln lassen. Sieht das nicht lecker aus? Ich liebe Currys einfach. Und dann ist es auch schon soweit. Einfach das leckere, cremige Curry über unsere Nudeln geben. Das Ganze dann noch mit ein paar frischen Korianderblättern bestreuen. Ja, ich hoffe, mein leckeres Curry hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!